Hallo, liebe Zuhörer. Heute sprechen wir über Gesundheit auf Deutsch. Wir zeigen, wie man sicher und klar über Gesundheitsthemen redet. Ich gebe viele Beispiele und wir lernen die wichtigsten Sätze und Vokabeln. So lernen alle Schritt für Schritt. Das klingt toll. Ich glaube, viele Anfänger haben Angst, über Krankheiten zu sprechen. Das ist normal. Gesundheit kann persönlich sein, aber Sprache hilft, offen zu sein. Warum hast du dieses Thema für heute gewählt? Weil Gesundheit jeden betrifft. Egal ob Arztbesuch, Sport oder Ernährung, wir reden fast täglich darüber. Wenn man die richtigen Wörter kennt, fühlt man sich sicherer. Außerdem finde ich, dass Deutsch viele klare Ausdrücke bietet, die man leicht lernen kann. Stimmt. Ich erinnere mich an meinen ersten Arzttermin auf Deutsch. Ich war sehr nervös. Oh, erzähl bitte mehr. Unsere Hörer kennen das sicher auch. Der Arzt stellte viele Fragen. Ich verstand nur die Hälfte. Zum Glück zeigte er auf ein Bild und ich konnte nicken. Danach lernte ich wichtige Wörter wie Kopfschmerzen und Blutdruck. Seitdem übe ich. Sehr gutes Beispiel. Genau solche Situationen wollen wir heute erleichtern. Welche Themen behandelst du zuerst? Unser Plan hat 4 Teile. Erst Arztgespräch, dann Ernährung, danach Sport und schließlich schwierige Themen wie Krankheit und Tod. Schritt für Schritt, okay? Klingt übersichtlich. Ich bin bereit. Perfekt. Bevor wir starten, erkläre ich 3 nützliche Grundsätze. Oh, spannend. Bitte teile sie. Erster Grundsatz: Sprich langsam und atme ruhig. Zweiter Grundsatz: Wiederhole wichtige Wörter, damit sie sich setzen. Dritter Grundsatz: Stell Rückfragen wie: Meinen Sie Schmerz oder Druck? Damit vermeidest du Missverständnisse. Und beim Thema Gesundheit will man unbedingt Missverständnisse vermeiden. Diese Regeln gelten in jeder Gesundheitssituation. Danke, das ist sehr klar. Gerne. Hast du dazu noch Fragen, bevor wir tiefer gehen? Nur eine. Wie kann ich höflich sagen, dass ich etwas nicht verstehe? Sag einfach: Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. Können Sie das bitte wiederholen? Oder kürzer: Noch einmal bitte. Super, das merke ich mir. Vielleicht möchten unsere Hörer jetzt gleich üben. Sprecht den Satz laut mit. Ja, macht mit, Leute. Laut sprechen hilft sehr. Fantastisch. Das war die Einführung. Gleich beginnen wir mit Teil 1, dem Arztgespräch. Ich bin gespannt. Bevor wir loslegen, möchte ich unsere Hörer etwas fragen. Welche Gesundheitsthemen machen euch unsicher? Schreibt uns eure Gedanken. Wir können sie in späteren Folgen aufgreifen. Gute Idee. Ich glaube, die Fragen helfen auch anderen Lernenden. Absolut. Gemeinschaft macht Lernen leichter. Markus, kannst du noch ein kurzes Beispiel für eine einfache Gesundheitsfrage geben? Natürlich. Zum Beispiel: Wo tut es weh? Oder: Seit wann haben Sie Husten? Das sind Basisfragen. Ich sehe, die Struktur ist oft Fragewort plus Verb plus Subjekt. Das hilft. Genau. Sehr gut beobachtet. Auf diese Muster kommen wir später zurück. Während ihr Wasser holt, ich wiederhole kurz nochmal die 3 Grundsätze. Langsam sprechen, wichtige Wörter wiederholen, Rückfragen stellen. So festigt sich alles. Sehr gut, Sarah. Dein Lernstil ist vorbildlich. Vielleicht pausieren manche schon den Podcast, um nachzusprechen. Das ist perfekt. Bist du bereit für das Arztgespräch, Sarah? Absolut, Markus. Ich denke, viele Lernende sind jetzt neugierig. Gut. Stell dir vor, du betrittst die Praxis.
Was sagst du zuerst? Vielleicht sage ich: Guten Tag, ich habe einen Termin bei Dr. Weber. Perfekt. Das ist klar und höflich. Du kannst auch nur „Ich habe einen Termin um 10" sagen. Und wenn ich keinen Termin habe? Dann sagst du: „Ich brauche dringend einen Arzt" oder „Ich habe starke Schmerzen. Können Sie mich heute untersuchen?" Du solltest die Karte deiner Krankenkasse immer bei dir haben. Was ist denn die Krankenkasse? Eine Krankenkasse ist eine Organisation in Deutschland, die dir hilft, wenn du krank bist. Sie bezahlt zum Beispiel den Arzt, das Krankenhaus oder Medikamente. Jeden Monat zahlst du Geld an die Krankenkasse. Dieses Geld heißt Beitrag. Wenn du krank wirst, musst du nicht alles selbst bezahlen, denn die Krankenkasse übernimmt die Kosten oder einen großen Teil davon. In Deutschland ist eine Krankenkasse verpflichtend. Das bedeutet, jeder Mensch muss eine Krankenkasse haben. Es gibt gesetzliche und private Krankenkassen. Die meisten Menschen sind in einer gesetzlichen Krankenkasse. Okay, danke für die Erklärung. Nach der Anmeldung warte ich im Wartezimmer. Dann ruft die Arzthelferin meinen Namen. Genau. Wenn sie dich bittet, mitzukommen, kannst du sagen „Danke" und ihr folgen. Nun bin ich im Behandlungszimmer. Was fragt der Arzt zuerst? Oft fragt er: „Was führt Sie zu mir?" oder „Wo tut es weh?" Ich würde antworten: Ich habe seit 2 Tagen Kopfschmerzen. Sehr gut. Beachte das Wort seit. Es zeigt Dauer. Also seit 2 Tagen oder seit gestern. Und wenn ich nicht sicher bin, wie lange etwas schon weh tut? Dann kannst du sagen ungefähr oder ich glaube seit einer Woche. Das ist okay. Okay, also ungefähr seit einer Woche. Oder ich glaube seit ein paar Tagen. Richtig. Du lernst schnell. Welche weiteren Fragen stellt der Arzt meistens? Er fragt oft nach Symptomen. Haben Sie Fieber? Nehmen Sie Medikamente? Gibt es Allergien? Auch zur Familie. Gab es solche Erkrankungen in Ihrer Familie? Das sind viele Informationen. Wie kann ich mir die Wörter merken? Mach dir eine Liste. Schreibe das Symptom auf Deutsch und deine Muttersprache. Lies sie vorher oft laut und wiederhole sie, bevor du zum Arzt fährst. Guter Tipp. Hast du Beispiele für häufige Symptome? Ja, Husten, Schnupfen, Fieber, Übelkeit, Schwindel, Durchfall, Ausschlag, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Es gibt natürlich auch Knochenbrüche, Erbrechen, Schüttelfrost und vieles mehr. Ich kenne einige davon, aber Ausschlag und Schüttelfrost war neu für mich. Ausschlag bedeutet rote Flecken auf der Haut. Das Wort ist wichtig. Viele Menschen haben öfter in ihrem Leben Ausschlag. Das kann viele Ursachen haben. Oft ist er harmlos. Aber wenn er nach ein paar Tagen nicht verschwindet oder sogar stärker wird, sollte man unbedingt zum Arzt gehen. Schüttelfrost ist, wenn dein Körper zittert und friert, obwohl dir eigentlich nicht kalt sein dürfte. Wenn du mit dicken Klamotten und Wärmflasche im Bett liegst und du trotzdem frierst. Ah, das kenne ich. Schüttelfrost geht oft mit Fieber einher, oder? Ja, das ist richtig. Danke. Was sage ich, wenn ich ein Rezept brauche? Du kannst sagen, können Sie mir bitte ein Rezept ausstellen? Oder kürzer, ich brauche ein Rezept. Und wenn ich eine Krankmeldung will, weil ich nicht arbeiten kann? Frage, können Sie mich krank schreiben? Viele Ärzte verstehen das sofort. Normalerweise sprechen das aber auch die Ärzte an. Manchmal möchte der Arzt, dass ich Blut abnehme. Wie sagt er das? Er sagt oft, wir machen eine Blutabnahme. Oder, ich muss Ihnen etwas Blut abnehmen. Klingt logisch.
Möchte er auch meinen Blutdruck messen? Ja, er sagt, ich messe Ihren Blutdruck. Du antwortest einfach okay oder gerne. Davor brauchst du keine Angst haben. Wie geht es weiter, wenn ich das Zimmer verlasse? Du gehst zur Anmeldung. Dort bekommst du Rezept, Überweisungen oder einen anderen Termin. Dann verabschiedest du dich. Auf Wiedersehen. Sehr klar. Was meinst du mit Überweisungen? Eine Überweisung vom Arzt ist, wenn der Arzt dich zu einem anderen Arzt schicken muss, damit eine genauere Diagnose gemacht werden kann. Das sind dann oft Spezialisten für deine Art von Beschwerde. Bei einem Knochenbruch wird dich der Arzt zum Beispiel zu einem Orthopäden überweisen, der die ganzen Geräte hat, um Knochenbrüche zu analysieren. Ah, das macht Sinn. Hast du einen kompletten Beispieldialog vom Anfang bis zum Ende? Ja, vor dir liegt der Text. Du sprichst die Patientin und ich alle, die beim Arzt arbeiten. Los geht's. Guten Tag, ich habe um 9 Uhr einen Termin. Guten Tag, Frau Meier. Haben Sie Ihre Krankenkassenkarte dabei? Ja, hier bitte. Danke. Haben Sie auch eine Überweisung von Ihrem Hausarzt? Ja, die habe ich hier. Sehr gut. Dann nehmen Sie bitte im Wartezimmer Platz. Danke. Frau Meier, bitte kommen Sie jetzt ins Zimmer 1. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen. Was führt Sie zu mir? Ich habe seit 3 Tagen starken Husten und Fieber. Haben Sie auch Schmerzen in der Brust? Nur ein leichtes Brennen beim Atmen. Haben Sie noch andere Beschwerden, zum Beispiel Kopfschmerzen oder Müdigkeit? Ja, ich bin sehr müde und habe Kopfschmerzen. Gut, dann höre ich jetzt Ihre Lunge ab. Bitte tief einatmen. Okay. Atmen Sie bitte noch einmal tief ein. So? Ja, danke. Ihr Blutdruck ist auch etwas hoch. Oh, das wusste ich nicht. Das ist im Moment nicht schlimm. Wir behalten das im Blick. Ist es etwas Ernstes? Nein, es sieht nach einem Infekt aus. Was soll ich jetzt machen? Ich verschreibe Ihnen Hustensaft. Sie sollten viel trinken und sich ausruhen. Brauche ich eine Krankschreibung für die Arbeit? Ja, ich schreibe Sie für 3 Tage krank. Übernimmt die Krankenkasse die Kosten? Ja, die Krankenkasse bezahlt die Behandlung und die Medikamente. Vielen Dank. Gerne. Wenn es nicht besser wird, kommen Sie bitte wieder. Das mache ich. Vielen Dank, Herr Doktor. Gute Besserung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Super, das war sehr hilfreich. Ich konnte allem folgen und habe alles verstanden. Super. Liebe Hörer, stoppt gerne kurz und sprecht den Dialog nach. Ja, das laute Üben macht einen großen Unterschied. Noch ein Tipp. Nutzt Gestik. Zeigt auf den Kopf, wenn ihr Kopfschmerzen sagt. Das hilft, sich zu erinnern. Gute Idee. So wird das Wort mit einer Bewegung verknüpft. Möchtest du die wichtigsten Sätze kurz wiederholen? Gerne. Ich habe einen Termin. Wo tut es weh? Seit wann? Ich brauche ein Rezept. Auf Wiedersehen. Perfekt zusammengefasst. Damit endet unser Teil über den Arztbesuch. Ich fühle mich schon viel sicherer. Danke, Markus. Sehr gerne. Im nächsten Abschnitt reden wir über gesunde Ernährung. Spannend. Bevor wir weitergehen, möchte ich unsere Hörer etwas fragen. Habt ihr schon einmal auf Deutsch beim Arzt gesprochen? Wenn ja, was war für euch am schwersten? Schreibt uns eure Beispiele. Ich bin sicher, eure Geschichten helfen anderen. Und denkt daran, Fehler sind normal. Jeder Schritt bringt euch voran. Jetzt sprechen wir über Ernährung. Oh ja, ich warte schon darauf, weil ich viel kochen mag. Sehr gut.
Gesunde Ernährung ist ein großes Thema in Deutschland. Was nennen Deutsche eigentlich gesunde Ernährung? Viele achten auf frische Produkte, wenig Zucker und genug Gemüse. Gesunde Ernährung ist wichtig für den Körper und die Gesundheit. Man sollte viel Gemüse essen, weil es viele Vitamine hat. Eiweiß ist wichtig für Muskeln und Kraft, zum Beispiel aus Fisch, Eiern oder Hülsenfrüchten. Ballaststoffe helfen der Verdauung und sind zum Beispiel in Vollkornprodukten und Gemüse. Gesunde Fette aus Nüssen, Samen oder Olivenöl sind gut für das Herz. Man sollte wenig Zucker essen und wenig Fertigprodukte, weil sie oft ungesund sind. Auch bewusstes Essen ist sehr wichtig. Darüber sprechen wir gleich noch genauer. Das klingt vernünftig. Welche Vokabeln sollte ich zuerst lernen? Hier kommen 5 wichtige Wörter: Obst, Gemüse, Vollkorn, Milchprodukte, Fleisch. Vollkorn ist Brot mit ganzen Körnern, richtig? Genau. Zum Beispiel Vollkornbrot, oder es gibt auch andere Vollkornprodukte wie Vollkornnudeln. Ich liebe Vollkornbrot mit Avocado. Super Wahl. Avocado liefert gute Fette. Wie frage ich im Laden nach Bio-Obst? Du kannst sagen, haben Sie Bio-Äpfel oder ist das regional? Ah, regional heißt aus der Nähe. Richtig. Viele Kunden fragen genau das. Gibt es typische deutsche Gerichte, die gesund sind? Ja, wie Ofengemüse, Linsensuppe oder Gerichte mit Kartoffeln. Kartoffeln haben wenig Kalorien auf ihr großes Volumen. Das heißt, man ist von weniger Kalorien schneller satt als zum Beispiel von Nudeln. Kalorien spielen auch ein großes Thema bei gesundem Essen. Viele verstehen Kalorien jedoch falsch und denken, da sind viele Kalorien drin, das ist ungesund. Das dachte ich eigentlich auch. Erkläre mir das mit den Kalorien. Kalorien sind Energie für den Körper. Der Körper braucht Kalorien, um zu arbeiten, sich zu bewegen und warm zu bleiben. Viele Kalorien sind nicht automatisch schlecht. Es kommt darauf an, woher die Kalorien kommen. Lebensmittel mit gesunden Fetten, zum Beispiel Nüsse, Avocado oder Olivenöl, haben viele Kalorien, sind aber trotzdem gesund. Sie machen lange satt und geben dem Körper gute Energie. Zu viele Kalorien aus Zucker und ungesunden Lebensmitteln können zu Übergewicht führen. Zucker lässt den Insulinspiegel schnell steigen. Dann hat man oft schnell wieder Hunger und isst mehr. Das ist auf Dauer nicht gut für den Körper. Deshalb ist es wichtig, nicht nur auf die Kalorien zu achten, sondern auch auf die Qualität der Lebensmittel. Jeder Mensch hat einen Grundumsatz an Kalorien pro Tag. Das ist die Energie, die der Körper braucht, auch wenn man sich kaum bewegt. Diesen Grundumsatz kann man ungefähr ausrechnen. Dann weiß man, wie viele Kalorien und wie viel Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate man am Tag braucht. Wenn man zusätzlich aktiv ist, zum Beispiel durch Sport, Wandern oder einen körperlich anstrengenden Beruf, braucht der Körper noch mehr Kalorien. Diese kommen dann zum täglichen Bedarf dazu. Ich empfehle aber, diesen Tagesbedarf nur aus Interesse und zum Verständnis auszurechnen und nicht jeden Tag streng darauf zu achten. Das kann einen verrückt machen, und das ist nicht das Ziel von gesunder Ernährung. Gesundes Essen soll immer noch Spaß machen, schmecken und kein Zwang oder keine Pflicht sein. Verstehe. Das hört sich alles sehr einleuchtend an. Lass uns mal ein paar gesunde Gerichte aufzählen, die auch sehr gut schmecken. Gerne. Es gibt viele gesunde Gerichte, die auch sehr lecker sind. Zum Beispiel Ofengemüse mit etwas Olivenöl und Gewürzen. Porridge mit Haferflocken, Obst und Nüssen ist ein gutes Frühstück.
Nudeln mit Hähnchen und Gemüse sind sättigend und ausgewogen. Ein Avocadosalat mit Tomaten und Samen enthält gesunde Fette. Reis mit Hackfleisch und Brokkoli ist einfach und nährstoffreich. Auch ein Kartoffelauflauf mit Schafskäse kann gesund sein, wenn man frische Zutaten verwendet. Gesunde Ernährung kann vielseitig sein und richtig gut schmecken. Oh ja, ich habe gestern erst Ofengemüse gemacht. Ich habe auch direkt Kartoffeln auf das Blech gelegt. Das war richtig lecker. Welche Kräuter nutzt du meistens? Ich nehme Rosmarin, Thymian und Petersilie. Lecker. Und was ist mit Getränken? Wasser bleibt das Beste. 2 Liter pro Tag sollte jeder Mensch mindestens trinken. Ich vergesse oft zu trinken. Ja, Wasser zu trinken vergessen die meisten Leute. Stell dir eine Flasche auf den Tisch. So denkst du daran. Guter Tipp. Wie sage ich, dass ich Wasser ohne Kohlensäure will? Sag, ich hätte gern stilles Wasser. Und mit Kohlensäure heißt sprudelndes Wasser? Ja. Oder einfach Mineralwasser. Beides versteht jeder. Was ist ein typisches deutsches Frühstück? Oft Brot mit Käse oder Marmelade, Müsli, dazu Kaffee oder Tee. Ist Marmelade nicht sehr süß? Ja, deshalb in Maßen genießen. Ein kleiner Löffel reicht. Wie sage ich bin vegetarisch? Sag, ich esse kein Fleisch. Oder ich bin Vegetarierin. Und vegan? Dann, ich esse keine tierischen Produkte. Ich bin vegan. Gut zu wissen. Manche Restaurants haben Symbole für das. Stimmt. Auf den Speisekarten gibt es meistens ein Symbol dafür. Ein Blatt bedeutet oft vegetarisch, 2 Blätter vegan. Wie kann ich um weniger Salz bitten? Sag, bitte nur wenig Salz. Oder können Sie das salzarm machen? Salzarm, interessantes Wort. Ja, ähnlich wie fettarm oder zuckerfrei. Ich höre oft Ballaststoffe. Was bedeutet das? Ballaststoffe sind Faserstoffe in Vollkorn, Obst und Gemüse. Gut für die Verdauung. Wie sage ich, dass etwas mir nicht bekommt? Sag, ich vertrage das nicht. Oder ich bekomme davon Bauchschmerzen. Sehr hilfreich. Hast du Tipps für Restaurantbesuche? Ja. Lies die Karte langsam. Frage nach. Was empfehlen Sie? Und sag deine Wünsche klar. Das werde ich probieren. Willst du ein Mini-Rollenspiel machen? Gerne. Ich bin die Kellnerin, du der Gast. Prima, los geht's. Guten Abend, was darf es sein? Ich hätte gern einen gemischten Salat ohne Zwiebeln, bitte. Möchten Sie Brot dazu? Ja, aber Vollkornbrot. Falls möglich, Natürlich. Und zu trinken? ein großes stilles Wasser, danke. Kommt sofort. Danke. Ende des Spiels. Das war cool und kurz. Liebe Hörer, spielt das zu Hause nach. Es hilft sehr. Ich fühle mich jetzt sicherer im Restaurant. Prima. Zum Abschluss 3 nützliche Sätze. Ich bin gespannt. Erster Satz. Ich nehme das Tagesgericht. Zweiter. Könnten Sie das vegetarisch zubereiten? Dritter. Die Rechnung bitte. Diese Sätze lerne ich auswendig. Sehr gut. Damit schließen wir das Thema Ernährung ab. Ich freue mich schon auf den Sportteil. Genau. Jetzt geht es um Sport und Bewegung. Super, das ist mein Lieblingsthema. Sehr schön. Bewegung hält Körper und Geist gesund. Das stimmt. Doch viele wissen nicht, wie sie starten. Genau. Darum klären wir heute wichtige Wörter und Sätze. Welche Sportarten sind in Deutschland beliebt?
Fußball steht ganz oben. Aber auch Joggen, Radfahren, Schwimmen und Kraftsport im Fitnessstudio. Basketball und Handball sind auch sehr beliebt. Ich gehe gern joggen im Park. Perfekt. Dann kennst du sicher das Wort Laufstrecke. Ja, meine Laufstrecke ist 5 Kilometer lang. Sehr gut. Merke dir auch Aufwärmen und Dehnen. Beides senkt das Verletzungsrisiko. Was heißt Aufwärmen genau? Leichte Bewegung vor dem Training, zum Beispiel langsames Laufen oder Armkreisen. Damit wird dein Körper warm und das Verletzungsrisiko sinkt. Und denen mache ich nach dem Joggen. Richtig. Sag dann, ich dehne meine Muskeln. Viele Anfänger bekommen Muskelkater. Wie erkläre ich das? Muskelkater sind Schmerzen nach ungewohnter Belastung. Du kannst sagen, ich habe starken Muskelkater in den Beinen. Gibt es einen Trick dagegen? Leichtes Auslaufen und viel Wasser trinken helfen. Ich habe auch mal gehört, dass Magnesium dagegen hilft, aber das weiß ich gerade nicht. Wie motiviere ich mich, regelmäßig Sport zu treiben? Setz dir kleine Ziele, zum Beispiel, ich laufe heute 10 Minuten. Klingt machbar. Welche Ausrüstung brauche ich? Gute Schuhe sind das Wichtigste. Sag im Geschäft, ich suche Laufschuhe mit guter Dämpfung. Dämpfung heißt Polsterung, richtig? Genau, sie schützt Gelenke. Manche trainieren lieber zu Hause. Dann nutze Körpergewicht. Zum Beispiel Liegestütze, Kniebeugen, Planks. Planks sind Unterarmstütz auf Deutsch, richtig. Ceanu. Der Satz wäre, ich halte den Unterarmstütz für 60 Sekunden. Hast du ein Beispiel für ein kurzes Homeworkout? Ja. 3 Runden, 10 Kniebeugen, 10 Liegestütze, 20 Sekunden Plank. Das dauert nur wenige Minuten. Genau. Wichtig ist, dass du es oft machst. Wie sage ich trainiere 2-mal pro Woche? Sag, ich trainiere 2-mal pro Woche regelmäßig. Und wenn ich gar keine Zeit habe? Dann integriere Bewegung in den Alltag. Nimm die Treppe, geh zu Fuß, steh öfter auf. In Deutschland höre ich oft das Wort Schritte. Ja, viele zählen Schritte. Ein Ziel sind 10.000 Schritte am Tag. Wie frage ich einen Freund nach seinem Sportplan? Wie oft trainierst du? Oder welchen Sport machst du aktuell? Gute Fragen für Smalltalk. Genau. Sport verbindet Menschen. Ich habe noch eine Frage zum Fitnessstudio. Schieß los. Wie melde ich mich an der Rezeption an? Sag, ich möchte ein Probetraining vereinbaren oder ich interessiere mich für eine Mitgliedschaft. Und wie frage ich nach Kursen? Gibt es Yogakurse? Oder wann findet Zumba statt? Was ist mit Schwimmen? Ich liebe Wasser. Im Schwimmbad sagst du, eine Eintrittskarte bitte oder gibt es eine Bahn für schnelles Schwimmen? Wie heißen die Hilfsmittel, diese Bretter? Das sind Schwimmbretter. Einfach fragen, kann ich ein Schwimmbrett ausleihen? Super. Hast du Tipps für die Sicherheit? Trinke genug, hör auf deinen Körper und mach Pausen. Klingt logisch. Lieber langsam steigern. Genau. Sage dir selbst, heute ein bisschen, morgen ein bisschen mehr. So bleibt die Motivation. Und vergiss Spaß nicht. Such dir eine Aktivität, die dich wirklich freut. Ich tanze gern. Zählt das auch als Sport? Auf jeden Fall. Dein Satz könnte sein, ich gehe einmal pro Woche zum Tanzkurs. Perfekt. Ich fühle mich schon fitter nur vom Reden. Das ist die Kraft positiver Gedanken. Vielleicht möchten unsere Hörer jetzt aufstehen und sich strecken. Gute Idee.
Wir geben euch 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5. Gut gemacht. Fühlt ihr euch wacher? Dann hört gut zu, denn gleich kommt ein längerer Beispieldialog. Oh, spannend. Ich spiele den Trainer im Fitnessstudio. Du bist die Kundin. Bereit? Ja, los geht's. Guten Tag, willkommen im Fitnessstudio. Was ist dein Ziel? Guten Tag. Ich möchte meinen Rücken stärken und meine Ausdauer verbessern. Sehr gut. Hast du im Moment Schmerzen oder gesundheitliche Probleme? Nein, keine großen Probleme, nur manchmal Rückenschmerzen vom Sitzen. Das ist sehr häufig. Wie oft kannst du zum Training kommen? Ich kann 3-mal pro Woche kommen. Perfekt. Dann machen wir einen Trainingsplan für dich. Wir starten immer mit einem Aufwärmen, zum Beispiel auf dem Fahrrad oder dem Laufband. Das klingt gut. Danach machen wir Krafttraining für den Rücken und auch etwas für Bauch und Beine. Das ist wichtig für eine gute Haltung. Muss ich schwere Gewichte benutzen? Nein, wir starten mit leichten Gewichten und achten auf die richtige Technik. Okay. Und was machen wir am Ende vom Training? Zum Schluss machen wir Dehnübungen, damit die Muskeln locker bleiben. Brauche ich spezielle Kleidung oder Ausrüstung? Bequeme Sportkleidung reicht völlig aus. Wichtig sind stabile Sportschuhe. Alles klar, danke für die Erklärung. Sehr gerne. Wir sehen uns dann am Montag um 8 Uhr. Bis Montag, ich freue mich schon. Liebe Hörer, übt diesen Dialog laut. Tauscht die Rollen, damit beide Sätze sitzen. Ich merke, wie mein Wortschatz wächst. Fantastisch. Zum Abschluss fasse ich die wichtigsten Begriffe kurz zusammen. Gerne. Aufwärmen, Dehnen, Muskelkater, Laufstrecke, Probetraining, Schritte, Fitnessstudio. Ich wiederhole sie im Kopf. Alles gespeichert. Sehr gut. Damit sind wir am Ende des Sportthemas. Ich glaube, wir haben eine gute Basis gelegt. Absolut. Als nächstes sprechen wir über ein sensibles Thema, nämlich über das Thema Krankheit und auch den Tod. Oft werden diese Themen verschwiegen, aber es ist wichtig, auch darüber sprechen zu können. Das wird ernst, aber wichtig. Viele haben Angst vor diesen Worten. Wie drückt man sich aus, wenn man jemandem mitteilen will, dass man eine schwere Krankheit hat, oder wie redet man mit jemandem, der unter einer Krankheit leidet? Wie beginne ich so ein Gespräch? Sei ehrlich und ruhig. Zum Beispiel: Mir geht es nicht gut oder ich mache mir Sorgen um meine Gesundheit. Wenn es schwerer wird, sag: Ich habe eine ernste Diagnose erhalten. Diagnose ist das Ergebnis vom Arzt, richtig? Ja. Weitere Wörter sind Therapie, Behandlung, Prognose. Prognose bedeutet Aussicht auf Heilung? Ganz genau. Wie erkläre ich eine chronische Krankheit? Sage: Meine Krankheit ist chronisch, also dauerhaft. Was, wenn jemand fragt, ob er helfen kann? Du antwortest offen: Danke, ich brauche jetzt Ruhe oder Bitte hilf mir beim Einkaufen. Das ist klar und freundlich. Für Angehörige ist Beileid wichtig. Sätze wie Mein herzliches Beileid. Oder ich fühle mit dir? Sehr gut. Vermeide Floskeln wie Wird schon wieder, wenn es nicht passt. Verstanden. Wie spreche ich über Schmerz? Beispiel: Der Schmerz ist stark. Oder der Schmerz ist erträglich. Im Krankenhaus wird auch oft eine Skala von 1 bis 10 dafür benutzt. 10 ist dann, wenn der Schmerz wirklich extrem unerträglich ist. Was sage ich, wenn jemand verstorben ist? Viele sagen:
er ist friedlich eingeschlafen oder direkt, er ist gestorben. Eingeschlafen klingt sanft. Genau. Wähle Worte, die zu dir passen. Wie kündige ich eine Trauerfeier an? Sage, die Trauerfeier findet am Freitag um 11 Uhr statt. Und wenn ich nicht kommen kann? Du kannst schreiben, leider kann ich nicht teilnehmen, aber ich denke an euch. Das ist höflich. Noch ein wichtiger Satz beim Besuch. Möchtest du darüber reden? So gebe ich dem anderen die Wahl. Genau. Respekt ist zentral. Man kann bei solchen Themen nicht viel ändern mit Worten, aber man kann trotzdem darauf achten, richtige und schöne Worte zu finden. Das kann aufmuntern. Ich habe eine persönliche Frage. Gerne. Wie tröstest du Freunde? Ich höre zuerst zu. Dann sage ich klare, kurze Sätze. Zum Beispiel: Ich bin hier oder wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf mich zählen. Das nehme ich mir vor. Ein Tipp für unsere Hörer. Übt vorher allein. Sprecht traurige Sätze laut. Dann fühlt ihr euch sicherer. Guter Rat. Ich übe gleich. Mein Onkel ist schwer krank. Sehr gut ausgesprochen. Wie frage ich nach Besuchszeiten im Krankenhaus? Sag, wann sind die Besuchszeiten? Und wenn ich Blumen mitbringen will? Dann, darf ich Blumen mitbringen? Manchmal sind auf Intensivstation keine Blumen erlaubt. Richtig. Deshalb immer fragen. Wie teile ich schlechte Nachrichten am Telefon mit? Beginne ruhig. Ich muss dir etwas Schweres sagen. Dann Pause lassen? Ja, damit der andere sich vorbereitet. Ich merke, dass Klarheit hilft. Absolut. Verschleiern macht es nur schwerer. Kann Humor Platz haben? Ja, aber sehr vorsichtig und nur, wenn beide sich damit wohlfühlen. Verstanden. Möchtest du die wichtigsten Sätze wiederholen? Ja. Mir geht es nicht gut. Die Prognose ist schwierig. Mein herzliches Beileid. Wann sind die Besuchszeiten? Großartig. Wir haben viele sensible Punkte abgedeckt. Ich fühle mich viel sicherer jetzt. Das freut mich. Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort. Stimmt. Das fasst unsere Gedanken gut zusammen. Ich denke, das ist ein sehr schöner Moment, um alles abzurunden. Soll ich kurz zusammenfassen, was wir heute besprochen haben? Ja, bitte. Eine Zusammenfassung hilft allen. Gerne. Heute sind wir von einfachen Arztbesuchen bis zu schweren Gesprächen gegangen. Zuerst lernten wir Termine zu machen, Beschwerden zu beschreiben und Rezepte zu bekommen. Dann sprachen wir über Ernährung, über regionale Produkte, vegetarische Wünsche und höfliche Bestellungen im Restaurant. Danach kamen Sport und Bewegung. Wir erklärten Aufwärmen, Dehnen, Muskelkater und kleine Trainingsziele. Jetzt, im letzten Teil, haben wir über Krankheit, Schmerz, chronische Diagnosen, Beileid und Trauerfeiern gesprochen. Wir betonten klare, kurze Sätze, Rückfragen und viel Respekt. Ein roter Faden war immer Ruhe, Ehrlichkeit und aktive Zuhörerhaltung. Wenn ihr uns zugehört habt und die Beispiele laut wiederholt, könnt ihr nun sicherer über Gesundheit sprechen. Nutzt die Wörter in echten Situationen, übt mit Freunden und habt keine Angst vor Fehlern. Jeder Schritt bringt euch näher zu fließendem Deutsch. Bleibt dran, bleibt neugierig und sorgt gut für euch. Vielen Dank, Markus, für diese klare Zusammenfassung. Sehr gern. Es hat mir Freude gemacht, das Thema mit dir zu erkunden. Mir auch. Ich habe viel gelernt und fühle mich motiviert. Liebe Hörer, danke, dass ihr so aufmerksam wart. Ja, wir hoffen, ihr konntet viele nützliche Sätze mitnehmen.
Übt sie, sprecht laut und teilt eure Erfahrungen gern mit uns. Eure Geschichten helfen auch anderen Lernenden. Das Gespräch heute war intensiv, aber wichtig. Absolut. Danke, dass wir offen reden konnten. Wir verabschieden uns nun. Bleibt gesund und optimistisch. Und bleibt neugierig auf Deutsch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.